Und 3 Tage nach seiner Amtseinführung wird Trump heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine Rede halten. Anders als 2018 während seiner letzten Präsidentschaft reist er diesmal aber nicht persönlich in die Schweiz, sondern wird per Video zugeschaltet. Offen ist, ob der Präsident sich auch zu den angekündigten Sonderzöllen auf Importe aus dem Ausland äußern wird. Trump hatte zuvor Russland mit hohen Zöllen und Sanktionen gedroht, wenn nicht bald ein Abkommen über ein Ende des Angriffskrieges gegen die Ukraine zustande komme. Bei Fox News gab Trump inzwischen auch sein erstes großes TV-Interview nach der Amtseinführung. Dabei kündigte der 78-Jährige unter anderem an, dass auch die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA gründlich umgekrempelt wird. Damit blicken wir nach Washington DC zu Gregor Schwung, unserem US-Korrespondenten. Guten Morgen, Gregor. Trump sind also deutliche Signale an Wladimir Putin. Was steckt denn dahinter? Ja, das ist echt bemerkenswert, dass Donald Trump den Ton gegenüber Wladimir Putin jetzt so verschärft. Wir müssen uns ja nur mal in Erinnerung rufen, wie er bisher über Wladimir Putin gesprochen hat. Das war sehr konziliant. Es war von gegenseitigem Respekt die Rede, dass man alles bereden könne, und dass er sich jetzt eben gezwungen sieht zu drohen, zeigt, dass Donald Trump zur Erkenntnis gekommen scheint, dass man dass Putin eben nicht einfach so an den Verhandlungstisch kommen will und dass man ihn da wirklich hin nötigen muss und vor allem, dass man das tun muss, wenn man dafür sorgen möchte, dass man ihm die Ukraine nicht einfach so ausliefern möchte. Denn es geht darum, die Ukraine in eine Position der Stärke zu versetzen. Das hatte auch schon sein Außenminister Rubio angekündigt, dass man zu diesem Zweck eben unter Umständen über Sanktionen gegen Russland reden muss. Gregor, es ist ganz interessant. Monatelang die enge Freundschaft, Partnerschaft zwischen Donald Trump und Elon Musk. Und jetzt gibt es offenbar in dieser Männerfreundschaft richtigen Zoff. Was ist denn der Hintergrund? Ja, das ist ein Eklat, den es so noch nicht gab. Elon Musk steht Donald Trump sehr nahe, auch räumlich, ist ständig im Oval Office, hat sein Büro im Gebäude nebenan. Und gestern hat Donald Trump 3 Tech-CEOs bei sich versammelt, die in eine Investition in den USA im AI-Bereich in der Höhe von $500 Milliarden angekündigt haben. Und kurze Zeit später hat Elon Musk auf X dann unter dieser Ankündigung gepostet, dass die 3 Herren, unter anderem der OpenAI-CEO Sam Altman, dieses Geld, was sie da angekündigt haben, gar nicht hätten. Also ein wahnsinniger Eklat, der natürlich einen riesigen Schatten jetzt auf diese Ankündigung von Trump wirft, auf die der Präsident sehr stolz war, dass er gleich an Tag 2, wie er gesagt hat, dieses riesige Invest an Land gezogen hat. Das ist natürlich keine gute Optik. Gregor, danke für deine Einordnungen und mal sehen, wie sich die Männerfreundschaft Trump-Musk nun weiterentwickeln wird.